Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem Corsa E Baujahr 2018 Corsa E Benziner 66 kW, das ist aber egal. Der Innenraumfilter sollte eigentlich bei jedem Corsa E gleich sein. Kauflink unten in der Videobeschreibung und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Zu wechseln geht er recht einfach. Ihr müsst noch nicht mal Verkleidungen abbauen. Ihr könnt hier nämlich ganz einfach unten reingreifen. Diesen Deckel hier einmal unten lösen. Dann habt ihr die Verkleidung schon ab. Die ist nicht geschraubt und dann habt ihr hier einmal den Innenraumfilter. Den müsst ihr dann einmal rausfummeln. Ja, der ist ein bisschen gequetscht worden. Dann könnt ihr einmal zum Auspusten einfach mal Gebläse anmachen. Dann pustet euch das Ganze einmal raus. Und den neuen Filter einmal rein. Den einmal doch zur Seite, sonst wird das schwieriger, den vernünftig da reinzupacken. Die Verkleidung auch. Könnt ihr dann einmal alles sehen. Hier ist dann einmal so eine Kunststoffklammer, die einfach abziehen und dann kriegt ihr das Ganze raus. Ja Leute, und so in etwa kann das Ganze dann einmal aussehen. Deswegen wechselt den wirklich regelmäßig, sonst atmet ihr über so einen Filter ein. Und ja, zu empfehlen war immer ein Jahr oder ich glaube 30.000. Ihr könnt ja natürlich gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wann ihr so den Innenraumfilter wechselt. Besonders wichtig, nach Winter Innenraumfilter wechseln. Ja, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und dann sonst könnt ihr auch natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, bei welchen Autos wir noch Innenraumfilter wechseln sollen. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!